Also ein Verteilungsproblem auf jeden Fall. Also das gibt es ganz klar. Wenn ich jetzt an Nahrung denke. Wir produzieren so viele Lebensmittel, dass wir davon mit Leichtigkeit alle Hungernden der Welt ernähren können. Und da existiert in jedem Fall ein Verteilungsproblem. Die Regale sind voll, die Waren sind in einem Übermaß vorhanden, aber dazwischen entsteht ein gigantisches Heer von sogenannten Arbeitslosen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir keinen Wohlstand hätten, aber der Wohlstand kumuliert systembedingt auf immer kleineren Haufen und lässt wieder größere Gebiete veröden, wo er nicht ankommt. Ich meine, jetzt redet ja mittlerweile jeder über die Schere, die immer weiter auseinander geht. Und die ist schon so weit offen, dass sie eigentlich fast nicht mehr weiter sich spreizen kann. Die Gesellschaft ist völlig aus dem Gleichgewicht. Und darum geht es. Einfach eine Balance, eine neue Balance in die Gesellschaft zu bringen. Ja. Das Verteilungsproblem ist riesig, aber es wird nicht gelöst werden, indem man das, ohne irgendwie aktiv zu werden, nur mechanisch denkt. Nein, es ist ein Bewusstseinsproblem. Bewusstseinsproblem. Und wenn wir das mal erfasst haben, dann wird uns das deutlich. Und wenn wir das richtig erfassen, dann können wir es auch richtig verteilen. Es braucht das Bewusstsein davon, dass Mensch zu sein etwas heißt und einen Wert hat und dass man nicht einfach nur jetzt überlegt, wie verteile ich anders und bleibt aber in den gleichen seelischen Strukturen hängen und eigentlich in den alten Vorstellungen hängen, was wir ja überall sehen, jetzt bei Finanzkrise und so weiter. Es passiert alles nur eins nicht, dass man mal anfängt, als Mensch die Sachen vernünftig zu denken. Also über gerechte Verteilung muss man, bevor man über gerechte Verteilung redet, muss man erstmal sagen, was ist gerecht. Es gibt Leistungsgerechtigkeit, es gibt Verteilungsgerechtigkeit, es gibt Chancengerechtigkeit. Je nachdem, welchen Gerechtigkeitsbegriff ich mir zu eigen mache, fallen die Urteile sehr unterschiedlich aus. Ich glaube, ein Grundeinkommen würde das Problem, dass gleiche Chance noch nicht gleiche reale Bedingung heißt, nicht lösen. Ein Grundeinkommen würde lediglich dazu führen, dass eine Mindestbedingung bei allen gleich wäre. Nämlich die Mindestbedingung, keine materielle Armut zu haben und über so viel Geld zu verfügen, dass eine Mindestteilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Mehr nicht. Alle gesellschaftlichen und materiellen Teilhabebedingungen, die über dieses Mindestmaß hinausgehen würden durch ein Grundeinkommen erstmal nicht verändert werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass eben dort noch ein Stückchen mehr versucht wird, dass die Chancen der Menschen einigermaßen gleich sind. Und das ist eben jetzt auch überhaupt nicht so. Und das darf natürlich nicht nur auf diesem Sektor passieren. Also gerade in der Bildung ist das enorm. Und man kann jetzt den Leuten, also wenn man aus einem Haushalt kommt, wo die Eltern weniger Allgemeinbildung haben und all sowas, dann kriegen die Kinder das natürlich erstmal nicht so viel mit wie die, wo die Eltern so viel Allgemeinbildung haben. Aber das ist auch gar nicht mal unbedingt schlimm. Ein Grundeinkommen würde natürlich langfristig, wahrscheinlich schon mittelfristig, da Tendenzen in eine andere Richtung hin eröffnen und durchsetzen. Ein Grundeinkommen würde zu einer etwas gleicheren Einkommensverteilung in der Gesellschaft führen. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass Gesellschaften mit gleicheren Einkommensverteilungen letztlich auch solidarischer sind, mehr Kooperation fördern, sich die Leute zueinander anders verhalten, es sehr viel mehr gesellschaftliches Vertrauen untereinander gibt, als in Gesellschaften mit einer sehr stark ungleichen Arbeitsverteilung. So gesehen würde ein Grundeinkommen zwar nicht von vornherein das Problem vermeiden, es würde es aber langfristig deutlich mindern.